Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch die Botschaft durchzugeben, die für euch bestimmt ist, in diesem Moment für dich bestimmt ist, da du dies hörst. Wir sind das Bewusstsein, das in dir ruht. Wir sind die höchste Kraft deines Seins. Wir sind der Ausdruck der Liebe. Wir sind, was alles ist. Und wir möchten heute adressieren, was für dich von großer Bedeutung ist. Du möchtest wissen, wie du mehr integriert sein kannst, möchtest wissen, wie das, was du fühlst, was du bist, im Äußeren sich repräsentiert und im Inneren sich abspielt. Und so möchten wir dich wissen lassen, dass du die Möglichkeit hast, alles zu sein. Du hast die Möglichkeit, alles zu erleben. In dem Moment, in dem du frei bist, in dem Ausdruck, dem Fluss deiner Möglichkeiten, erlebst du dich als vollkommen. In dem Moment, in dem du irgendetwas ablehnst, irgendetwas wertest, irgendetwas als weniger gut, weniger gewollt in deinem Leben siehst, gehst du in einen Widerstand gegen einen Teil von dem, was du wirklich bist. Und auf diese Weise fühlst du dich dann nicht mehr ganz, nicht mehr vollkommen, nicht mehr in deiner vollkommenen Seinskraft. Wir laden dich also dazu ein, jeden Aspekt deines Seins anzunehmen, ganz gleich, ob es sich widersprüchlich anfühlt oder vollkommen in Harmonie. Als Beispiel möchten wir hier nennen, dass es dir mitunter so vorkommen mag, als ob das, was du in der äußeren Welt, wenn du deine Wohnung verlässt, repräsentierst, im Widerspruch steht zu dem, was du in deinen eigenen vier Wänden lebst und erlebst. Du kannst auch einen Widerspruch fühlen zwischen dem, wie du dich innerlich fühlst, und dem, wie du dich äußerlich gibst. Wir sagen, der Frieden kehrt nicht dadurch ein, dass du mit Zwang versuchst, das eine mit dem anderen gleich zu machen. Der Frieden kehrt dadurch ein, dass du das, was du innerlich fühlst, erlaubst und das, was du innerlich ausdrückst, gleichwohl erlaubst. Zeitgleich erlaubst. Du bist alles, was ist, und somit ist es dir ermöglicht, dass du fühlst und ausdrückst, das eine und das andere zeitgleich. Zwei Seelen in deiner Brust können dich dazu führen, dass du mit dir selbst im Clinch, im Kampf liegst. Fühlst du dich zerrissen und fokussierst dich auf diese Zerrissenheit, so ist das, was du wahrnimmst, nicht mehr die Vollkommenheit, sondern die Trennung. Der Widerstand, der dich trennt. Es braucht oh so viel Energie, um zu trennen. Fokussierst du dich also auf einen Kampf in dir, auf eine Zerrissenheit in dir, so wird das, was du fühlst, der Unfrieden sein, das nicht mit sich eins und im Reinen sein. Erlaubst du deiner Perspektive, darüber hinauszugehen und diese Zerrissenheit als Teil des Ganzen zu sehen, so fügt sich das Ganze wieder zum Ganzen zusammen. Nicht dadurch, dass es getrennt war, nein, dadurch, dass du es als Ganzes erkennst. Die Zwischenräume zwischen zwei Puzzleteilen können als Trennung eines Bildes wahrgenommen werden und dir verbieten, das Bild als Gesamtheit anzunehmen. Ist das Puzzle jedoch zusammengefügt, fällt es dir schwerer, die einzelnen Puzzleteile als einzeln wahrzunehmen, als getrennt vom Ganzen, als dass es dir leicht fällt, das Gesamte
als eins, als ein Bild, als ein Ganzes, als Harmonie zu erkennen. Die Zwischenräume also verschwinden in dem Moment, in dem du das Ganze als Ganzes erkennst. Und so regen wir dich dazu an, dich auch in der Unterschiedlichkeit, auch in der Divergenz deines Lebens als vollkommen und als facettenreich anzuerkennen, zu wertschätzen und in deiner Vollkommenheit zu lieben. Anders als von euch wahrgenommen, in den meisten Fällen, ist das, was euren Wert ausmacht, nicht ein Aspekt. Das, was euren Wert ausmacht, deinen Wert ausmacht, ist die Gesamtheit aller Aspekte, die du in dir trägst und außerhalb von dir trägst. Will sagen, du selbst hast dich für viele Aspekte und doch bestimmte Aspekte des Lebens entschieden, für viele Aspekte, bestimmte Aspekte des Seins, des Ausdrucks, der Physis, der Eigenschaften. Du hast dich für bestimmte Aspekte entschieden. Du entscheidest dich immer wieder neu, und doch bleiben bestimmte Entscheidungen, da du sie immer wieder neu wählst. Für bestimmte andere Aspekte, für unbestimmte andere Aspekte, für unzählige andere Aspekte hast du dich nicht primär entschieden, und doch sind sie ebenso sehr das, was du bist, denn du bist alles, was ist. Erlaubst du dir nun also, all diese Aspekte zu sein und erfreust dich an dem, wofür du dich primär entschieden hast, dem, was du als ich, als meine Person beschreiben würdest, so bist du im Frieden mit dir und der Welt. Grenzt du irgendetwas davon aus? Willst du irgendetwas davon nicht sein? So bist du nicht im Frieden mit der Welt und nicht im Frieden mit dir. Im Frieden mit sich und der Welt sein ist eins. Denn nur, wenn du mit allem, was ist, im Frieden bist, kannst du auch mit dir ganz im Frieden sein, denn du bist alles, was ist. Bist du mit irgendetwas nicht im Frieden in der Welt, so taucht es in dir auf, um dir zu offenbaren, dass auch das Teil deiner selbst ist. Hier eröffnet sich dir ein Widerstand, denn du wolltest es schon in der Welt nicht haben, in dem nicht primär Erlebten, in dem sekundär oder milliardenst Erlebten. Du wolltest nur einen Teil des Ganzen sein und erkanntest, dass du doch alles bist, dass du doch auch dieser andere Teil bist, den du nicht im Frieden weißt. Die Möglichkeit, die du offeriert bekommst, wenn du Ja sagst zum Frieden mit der Welt und dir selbst, ist das in deinem Selbst zu erkennen und erkunden, dass du im Außen nicht willst. Es ist ein großes, ein oh so großes Geschenk, denn es erlaubt dir zu verstehen. Es erlaubt dir, jeden Ausdruck des Seins zu verstehen. Kannst du jede Wahl, jede Option auf Erden und darüber hinaus verstehen, so gelingt es dir, den Zugang der Liebe, des Friedens, diesem Aspekt gegenüber zu finden. Du kommst mit diesem Aspekt durch das Verstehen in Frieden, bekämpfst ihn nicht mehr, versuchst ihn nicht mehr auszumerzen in der Welt, erlaubst ihn auch in dir. Empfindest du dich also im Außen auf eine Weise, die du im Inneren nicht reflektiert siehst, im Inneren nicht fühlst, so sei dir nicht böse. Nimm dir nicht die Wertung
auf, in der du sagst, du bist nicht echt. Das, was du nach außen hin zeigst und repräsentierst, den Menschen gibst, stimmt nicht überein mit dem, was du im Innern fühlst. Stattdessen sei in vollkommener Wertschätzung und Anerkennung deiner Vielfalt. Erlaube dir zu feiern, dass du im Außen frei gewählt hast und doch im Innern weißt, dass dort noch etwas ist, das für dich in deiner auserwählten Stunde, in deinem ruhigen Moment des Seins, befriedet, geliebt, vollkommen angenommen werden will. Findest du dich also im Außen friedvoller als im Innen, und dies ist nur ein Beispiel, was wir hier nennen, findest du dich im Außen gelassener als im Innen, findest du gar einen Gegensatz zwischen dem, was du im Außen darstellst und reingibst und dem, was im Inneren sich bei dir abspielt. So feiere, feiere die Meisterschaft im Außen und feiere, feiere die Möglichkeit im Innen. Die Meisterschaft im Außen ist das, was dir erlaubt wahrzunehmen, wie sehr du wählen kannst. Du bist nicht ein Opfer dessen, was in dir vorgeht, was sich in dir zeigt, was sich in dir auftut. Du bist nicht der unkontrollierte Vulkan, der nicht anders kann, als seine Lava, das Verbrennen, die Zerstörung über alles zu fluten. Und doch bist du auch dieser Vulkan. Doch du wählst, was du bist, in welchem Moment. Und so ist dein im Außen friedvoll, inspirierend und lichtvoll sein deine Wahl. Diese bewusst gelebte Wahl, in dem Moment, in dem sie im Gegensatz zu deinem Inneren, dem Vulkan, der in dir tobt, steht. Diese Wahl zeigt dir, wie sehr du wählen kannst und erlaubt dir, in Stille mit dir auch dein Inneres auf diese Weise zu beleuchten. Das, was innerlich in dir abgeht, ist weit umfangreicher, weit umfassender als das punktuell im Außen Gelebte, Gezeigte, Dargestellte. Dies wertet jedoch das Äußere nicht ab. Es wertet das Innere auf. Dein Inneres erlaubt dir, dein Äußeres zu wählen. Dein Inneres erlaubt dir, das Außen anders zu wählen, als nach dem dir gerade ist. Dein Inneres erlaubt dir, über das hinwegzugehen, was instinktiv, impulsiv in dir veranlagt ist. Auf diese Weise gelangst du in die tiefe Erkenntnis, dass jeder Impuls erlernt ist, dass jede automatische Handlung, jedes automatische Fühlen trainiert ist, dass selbst das, wo du denkst, dass du es mitgebracht hast, eine Wahl ist, die du primär in dein Leben hinein erlaubt hast. Warum hast du eine solche Wahl, zum Beispiel der Impulsivität, des Vulkanausbruchs von Emotionen für dich in deinem Leben gewählt? Wir sagen, um zu verstehen, um zu sehen, um zu fühlen, wie der Mensch
sein kann, erleben kann, um nicht eine der dichten Erlebensformen zu missen. Erlaubst du dir dies auf vollkommene Weise, so misst du nichts mehr, vermisst nichts mehr, fühlst dich nicht betrogen um diese Möglichkeit und bist zugleich wieder in der Perspektive der Wahl, in der Ebene der Wahl, kannst dich erheben aus dem dichten Erleben und aus der Frequenz der Liebe heraus zulassen, ohne Wertung und loslassen, ohne Anhaftung und sein lassen in Frieden. Wir möchten auf die Frage eingehen, was es damit auf sich hat, wenn du in einem Moment plötzlich das Gefühl hast, dass dein Leben so nicht stimmig ist, dass Änderung ansteht, dass es so nicht weitergehen darf, kann, soll. Ein solcher Moment erlaubt dir, die Begrenzungen, die du dir selbst erschaffen hast, in Frage zu stellen. Ein solcher Moment erlaubt dir zu fühlen, dass das, was du wirklich bist, über das, was du dir erschaffen hast, hinausgeht. Ein solcher Moment erlaubt dir, in der Vision, in der inneren Schau neu zu sein. Es gibt verschiedene Umgangsweisen mit einem solchen Moment. Mancher von euch fühlt sich dadurch eingeschränkt, bedrängt, denn er fühlt nicht richtig zu sein. Mancher von euch fühlt sich dadurch eingeladen, neu zu sein. Es ist die Frage deiner Wahl. Möchtest du dich werten in diesem Moment? Möchtest du dich fokussieren auf das, womit du unzufrieden bist? Oder erlebst du einen solchen Moment als eine Einladung in etwas Unbekanntes, etwas Neues, in etwas, das dich neu sein lässt, in deiner vollkommenen Strahlkraft? Die Bequemlichkeit ruft dich in einen solchen Moment, um noch bequemer zu werden. Das Neusein ruft dich in einen solchen Moment, um noch lebendiger zu sein. In Abhängigkeit von dem, was du gewohnt bist, zu schwingen. In Abhängigkeit von dem, was du gewohnt bist als Frequenz zu wählen, nimmst du eine Situation wie diese als eine Einladung, dich zu verstecken, unzufrieden mit dir zu sein oder mehr aufzublühen, dich mehr zu erlauben, dich ganz und gar zu erkennen. Wir sprechen hier nicht von einer äußeren, radikalen Handlung. Wir sprechen hier nicht von einem Wandel, der vollzogen werden muss. Wir sprechen hier von einer inneren Erkenntnis, von dem inneren Erkennen, dass das, worein du dich hineinbringst, nur ein Teil deiner Präsenz ist, nur ein Teil deines gelebten Lichts ist, nur ein Teil deiner ausgedrückten Liebe ist. Ein solcher Moment eröffnet dir, dass du weit mehr bist als das, was du lebst. Es wird immer so sein, solange du auf Erden bist. Und doch, je mehr du erlaubst, desto vollkommener drückst du aus, was du bist. Nicht durch verschiedene Handlungen, nicht durch das Identifizieren mit diesem und jenem, durch etwas darstellen, nein, durch dein Erkennen,
von dem allen, was ist, in deinem Sein. Mit jedem Moment, in dem du fühlst, dass sich etwas ändern muss, dass das nicht alles sein darf, sein kann, weil es dich nicht zufriedenstellt, mit jedem Moment, der dir auf diese Weise begegnet, bekommst du die Einladung, dich neu zu leben, dich neu zu erleben, dich neu auszudrücken, jede Begrenzung aufzuheben, zu lichten, zu durchfluten mit dem Licht, das du bist, zu durchlieben mit der Liebe, die alles ist. Wir laden dich also ein, einen solchen Moment liebevoll anzunehmen, einen solchen Moment wahrzunehmen als die Botschaft, dass du mehr bist als das, was du erlaubst und lebst, als die Botschaft, dass du mehr zu erlauben bereit bist als das, worein du dich fokussiert hast, in deinem Alltag, in einer bestimmten Situation, im Umgang mit bestimmten Menschen, in denen, wie du dich gibst, wie du dich anderen gegenüber zeigst und erlaubst. Du bist mehr, weit mehr, nicht mehr als die anderen, nein, alles, was ist, und somit mehr als jedes Einzelne, mehr als das, was du in Form bringen kannst, und doch unendlich in dieser Form, alles, was ist in dieser Form. Für das tägliche Leben bedeutet dies, dass eine solche Situation dir zeigt, wo es hingehen kann, dir eröffnet, was dir frei steht, dir offen steht. Lässt du dich darauf innerlich ein, so bekommst du den Impuls des Herzens. Was, wann und immer in diesem Moment, aber auch als Ausblick aus diesem Moment heraus, als Potenzial, als in deinem Feld seiend, für dich vorhanden ist und auf dich wartet. Du bekommst den Impuls, aus diesem Alles-Sein heraus, dir das zu erlauben, das du dir untersagt hast. Ein solcher Moment attestiert dir stets immer, dass du dir etwas untersagst. Es kann sein, dass du dir untersagst, ganz und gar in deiner vollen Größe aufzutreten, den Menschen in deiner vollen Größe zu begegnen, ganz und gar zu sein, was du bist. Du magst dich fragen, warum sollte ich mir das untersagen? Die Antwort ist einfach. Du möchtest niemandem zu nahe treten. Du möchtest niemanden mit deiner Präsenz einschüchtern, verschrecken. Wir sagen, Liebe schüchtert nicht ein, sie verschreckt nicht, sie inspiriert zum vollkommenen Sein. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein und folge den Impulsen, die sich daraus ergeben. Hier und da mögen es Handlungsanweisungen sein, Handlungsimpulse. Hier und da mag es die Stille sein, der du Raum gibst. Die Kraft deiner Präsenz, die Kraft deiner Essenz, die Kraft deiner Frequenz, die du erlaubst, in der du stehst. Aus der heraus du in deiner vollen Größe bist. Es möge sich für den einen oder anderen daraus ein scheinbar radikales Handeln ergeben. Es möge sich für den einen oder anderen daraus ein sanfter Wandel ergeben. Es möge sich für den einen oder anderen daraus ein Innehalten ergeben.
In dem Moment, in dem du anerkennst, dass dieses dein Leben in Frage stellen eine Einladung ist, dich in deiner Gesamtheit, in deiner viel größeren Größe als das, worein du dich erlaubt hast zu erkennen. In dem Moment ist das, was daraus folgt, dein göttlicher, natürlicher Ausdruck. Erkennst du dies nicht an, so ist das, was folgt, kopflos, herzlos, könnten wir sagen. Es ist der Versuch, von einer Schublade in die andere zu gelangen, aus der niedrigen Frequenz heraus. Er bringt nur noch mehr Unfrieden, noch mehr Unzufriedenheit, noch mehr Hadern mit sich und der Welt. Du bist mehr, weit mehr als das, was du in diese Form bringen kannst. Erkennst du dies, so fühlst du dich durch die Form nicht mehr begrenzt, sondern weißt, dass du in dir alles ausdrücken kannst, dass du in dieser Form dich nicht begrenzen musst, dass du durch die Form Grenzen hast, jedoch innerhalb dieser Grenzen alles bist und außerhalb dieser Grenzen alles bist. Versuche nicht, deine Form in Übereinstimmung mit deinem Sein zu bringen. Dies fühlt sich sehr begrenzend, sehr beengend und sehr unreal, sehr unwirklich, sehr unlebenswert an. Entgrenze dich. Entgrenze dich in der Wahrnehmung deines Seins und folge den Impulsen, die sich dir daraus aus dem Inneren deines Herzens ergeben. Es stellt sich dir die Frage von Zeit zu Zeit, wie sehr das Bringen eines Einsatzes relevant ist, um wirklich vollkommen im Leben zu stehen und im Frieden zu sein. Wir sagen, der Einsatz, den du bringst, fühlt sich nicht nach Schwere, nach Belastung an, wenn du in Übereinstimmung mit deinem Allseinsbewusstsein bist. Es ist mehr wie das Setzen einer Spielfigur in einem Spiel. Du würfelst? Ja, dies ist ein Einsatz, denn du nimmst den Würfel und lässt ihn rollen. Du ziehst deine Spielfigur. Ja, es ist ein Einsatz und doch freust du dich über jeden Zug, den du machst, über jeden Schritt, den du gehst, selbst über das Herausgeworfen werden. Denn jeder Wandel ist für dich der Inbegriff eines neuen Erlebens in Form. Und so erlebst du innerlich Freude mit jedem Wandel. Jeder Wandel nimmt dich mit, manchmal im Handeln, manchmal jenseits des Handelns. Du bist auf der Erde, du bist auf der Welt, um in der Form zu erleben. Und so ist das, was du als Einsatz bringst, für dich die Erfüllung, Form zu fühlen.
Der Verstand sucht immer noch einen Weg, dich zu überzeugen, dieses oder jenes zu tun oder nicht zu tun. In dem Moment, in dem du deinem Verstand folgst, bringst du einen Einsatz, der nicht der spontanen Freude des Herzens entspricht. Daher laden wir dich immer wieder aufs Neue ein. Lass deinen Verstand in seiner Größe im Frieden sein. Erlaube ihm, deinem Herzen zu folgen. Der Verstand sollte nicht der Kommandeur für dich sein. Er ist nicht erschaffen, um dich zu lenken, zu führen und zu leiten. Der Verstand ist dein treuer Begleiter, der die Befehle, die so sanftmütig und liebevoll daherkommen, dass sie sich keineswegs nach Befehlen anfühlen, der die Befehle, die Impulse deines Herzens ausführt, mit seiner Smartheit, seiner Intelligenz, seinem Überblick, seiner Kombinationsfähigkeit. All diese Qualitäten, alle Qualitäten des Verstandes sind ein Teil deiner Herzensqualität, können jedoch niemals deine Herzensqualität ersetzen, gehen niemals über deine Herzensqualität hinaus. Denn erst im vollkommenen Dialog mit dem Herzen, in der vollen Verschmelzung mit dem Herzen, ist das, was der Verstand aus seinem begrenzten Wahrnehmen heraus für dich tun kann, von Wert, von unendlichem Wert, von irdischem und jenseits des irdischen Wert. Erlaube deinem Verstand, im Garten deines Herzens zu spielen. Erlaube ihm, den Impulsen deines Herzens zu folgen und die Impulse deines Herzens auszuführen. Auf diese Weise senkt sich Frieden auf dich herab. Sprudel Frieden aus deinem inneren Quell, löst sich in Frieden alles auf, denn der Verstand ist nicht mehr in der Überforderungsposition des alles kontrollieren müssens, des alles begreifen müssens, des alles umfassen müssens, des alles begrenzen müssens. Erlaube dir dein Geführtsein aus dem Herzen heraus, indem das Handeln dem Sein nicht übergeordnet ist, indem das Handeln Teil des Seins ist und das Sein Teil des Handelns, indem sich im Handeln das Sein und im Sein das Handeln findet. Oh, wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben, denn das ist, was wir sind, das ist, was du bist, das ist, was alles ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.